So I purchased some snakes, but they were all healthy. So, ich kaufte ein paar Schlangen, aber die waren alle gesund. So I had cobra, I had Cape Cobra, another snake from there's Cape Cobras, kraits, krait, which is a deadly poisonous snake from India. The Cape Cobra is 30 times as poisonous as a king cobra. Also hatte verschiedene sehr giftige Schlangen, wie die Cape Cobra, die also 30 mal giftiger ist als eine Königskobra. Und eine sehr giftige Schlange aus Indien war dabei. Krait. Krait. From India. A krait is the most intelligent snake on earth. Das ist die intelligenteste Schlange, die es auf der Welt gibt. If a human disturbs it, they recognize that human and they will track it and they will kill the human just because it made the snake mad. Recognize what? The krait is very intelligent. Yeah. If a human bothers it, they will look so that they can recognize that human. Okay. Also wenn ein Mensch diese Schlange ärgert, segiert, dann merkt sich die Schlange diesen Menschen und will ihn dann attackieren. They will then follow that person Er wird dieser Person folgen, to their home, nach Hause, and they will kill that person. und wird diese Person im Hause dann doch töten. And more people in the world die from that one snake than any other cause is from nature. Also es sterben mehr Menschen durch den Biss dieser Schlangen als durch andere Unfälle, die in der Natur passieren können. And I also raised something called Mojave rattlesnake. Ich habe auch eine andere Schlange gefunden, Mojave Rattlesnake. Klapperschlange. Ja. Now, I did not get these snakes for the gallbladders. Diese Schlangen habe ich nicht für die Gallenblasengeschichte geholt. I heard in India that they smoke snake venom because it has powerful beneficial effect on the body and on the psyche. They smoke snake? Venom. Venom? Snake poison. Aha. In Indien sagt man, rauchen sie Schlangengift, weil es den Körper stärken soll. So for 3 years I raised cobras and I would milk of its poison, milk the snake of its poison. Also ich habe die Schlangen zu Hause gehabt für 3 Jahre und habe sie praktisch gemolken. Ich habe das Gift von den Schlangen bekommen. I would put it on a little ginseng and I would smoke it. Und habe es geraucht, das Gift. And of course I became immune to cobra venom. So bekam ich also immun gegen Cobra-Gift. Over time. Aber nach einer Zeit war ich immun dagegen. And it had some very interesting effects, which I'll talk about not this moment. Und auch andere Effekte traten ein, aber über die spreche ich zu dieser Tageszeit nicht. But I can tell you that it's amazing in today's world, very little is known in the Western world about snake medicine. Es ist interessant, dass es in der westlichen Welt sehr wenig Wissen gibt über Schlangenmedizin. And it is a passion of mine. Es ist praktisch eine Passion von mir, sich damit zu beschäftigen. But I will tell you that I would take the snake and I would put it on the floor in my living room like a cobra, and it would go like this, you know. Also ich nehme eine Schlange und gebe sie auf den Boden meines Hauses, meines Wohnzimmers, und die Schlange steht auf. But I would maneuver and I would grab the snake so that I could milk it of its venom. Also ich tanze praktisch um die Schlange herum und nehme sie, dass ich sie auch melken kann. But the krait, the one from India, being so smart, it knew what its actual striking distance was precisely. And so when I would put it on the floor, instead of acting aggressive, it would act very docile. Also die Schlange von Indien, die so klug ist, die Leute verfolgt in die Häuser, war so klug, sich das zu merken, diese Prozedur, und sie hat sich nicht aufgestellt, sondern ist nur auf dem Boden so hat sie herumgewunden auf dem Boden. As long as I was outside its striking distance. Solange ich aus ihrer Angriffszone heraus war. But if I entered even less than 1 inch into its striking range, it would turn from very docile into an instant
attack. I mean, just so fast, it was very scary. Aber sobald ich nur einen Inch zu nahe kam in diesen Angriffsbereich von der Schlange, dann war es mit der Freundlichkeit vorbei und sie attackierte und sie ist sehr schnell. It was the only one that I was afraid of. Das war die einzige, vor der ich Angst hatte. And so, anyway, that's some of the kind of extent that I go through in my research and then bring it so I can share it with you. Das sind also Experimente, die ich so zu Hause mache. And so now you can go have a little snake soup for lunch. Ihr ladet Sie ein, es gibt auch jetzt etwas Schlangensuppe am Buffet. Thank you. Thank you. Thank you. Good. See you after lunch. Ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, meine Frau Stephanie. Dankeschön. Hello. I begged him not to say anything. ich habe ihn gebeten, nichts zu sagen. He makes me very nervous sometimes. Er macht mich manchmal sehr nervös. So, good afternoon, everyone. Guten Nachmittag an alle. It seems that there's a lot of interest about the Mayan calendar. Es sieht so aus, als gäbe es ein großes Interesse am Maya-Kalender. And it has been a passion of mine for the last almost 18 years. Er ist seit etwa 18 Jahren meine Leidenschaft. How many people remember the harmonic convergence in 1987? Wie viele von Ihnen erinnern sich an die harmonische Konvergenz 1987? 1987? Yes? Can I see hands? Okay, that's a good amount of crowd. Well, that's basically when the Mayan prophecy surfaced all over the globe. Das ist grundsätzlich der Zeitpunkt, an dem die Maya-Prophezeiung an die Oberfläche gekommen ist. We live in prophetic times. Prophetic Wir times. leben in prophetischen Zeiten. And it appears that the Mayan culture had a very specific purpose of inventing a calendar that showed a timeline. Und es scheint so, als hätte die Kultur der Maya einen bestimmten Zweck, und zwar einen Kalender zu erschaffen, der eine Zeitlinie vorgibt. The Mayan culture is a very cosmic culture. Die Kultur der Mayas ist eine sehr kosmische Kultur. They had skill in understanding and observing Venus, the planet Venus. Sie hatten eine hochentwickelte Fähigkeit, den Planet Venus Observing and zu beobachten und zu verstehen. And they were, in a sense, a cosmic race. There's a lot of feedback. I'm not sure where that's coming from. That had an understanding of the procession of Earth in the Milky Way. Und sie hatten ein Verständnis der Prozession der Erde in der Milchstraße. There is a tremendous amount of knowledge and information on the Mayan calendar. I have been particularly inspired by Jose Arguelles' work. Okay. Also es ist jede Menge Informationen und Verständnis im Maya-Kalender enthalten, und Stefanie ist sehr inspiriert worden durch das Werk von Jose Arguelles. Also man schreibt es L-L-E-S, Arguelles. It was Jose Arguelles that created the harmonic convergence. Es war Jose Arguelles, der diese harmonische Konvergenz kreiert hat. That sent a signal to all Earth people
in 1987 that something was about to begin. Sie hat ein Signal an alle Menschen auf der Erde gesendet, eben 1987, dass etwas im Begriff ist, zu beginnen zu entstehen. And now we have 7 years left. Und jetzt haben wir noch 7 Jahre übrig. You understand? Verstehen Sie? Who doesn't understand? Wer versteht es nicht? All right. The Mayan calendar ends in 2012. Der Maya-Kalender endet 2012. The Mayans' purpose was to give us the timeline. Der Zweck der Maya war, uns diese Zeitlinie zu geben. For the graduation of Earth. Graduation. Für den Aufstieg der Erde. In other words, the end date of the calendar is intended for all of us to know when we can expect the Earth to come into its next stage of evolution. Dieses Enddatum des Kalenders ist beabsichtigt, uns allen darüber zu informieren, wann die Erde diesen Sprung in die nächste Evolutionsstufe macht. There's a concept in the Mayan calendrics. It goes like this. Es gibt ein Konzept im Maya-Kalender, das folgendermaßen aussieht. Civilization advance, Zivilisationen steigen auf. Aboriginal continuity. Aboriginal continuity. Die Kontinuität der Aborigines, der Ureinwohner. What that means is that the cycle on any planet is for it to evolve technologically. Und was es bedeutet, ist, dass die Entwicklung der Zyklus auf jedem Planeten entsteht, evolved, herauskommt. And then it collapses back into the dream time. Und dass es dann in sich zusammenfällt in der Traumzeit. And that, in fact, is called a dream spell. Und das wird Dream Spell genannt. Spell. Spell ist ein Zauber. Do you know spell? The word spell, like casting a spell? Zauber, ja. Also Okay. ein Traumzauber. So here we see the rise of civilization. We're at what they call, they talk about peak oil. Well, we're at peak civilization. Wir sprechen immer von Gipfeln der Zivilisation. But we've forgotten our roots, our aboriginal roots. Aber wir haben unsere ursprünglichen Wurzeln vergessen. And we always return to those roots. Und wir kehren immer zu diesen Wurzeln zurück. And the great challenge is whether or not Earth can return to those roots of understanding the Earth, the solar system, the galaxy, and our relationship to it. Und die Herausforderung ist, zu diesen Wurzeln zurückzukehren, aber auf der Erde zu bleiben, im Universum und what was the last? Solar system, Das ganze galaxy. Sternsystem, Galaxien. Because it's a galactic sea that we're swimming in. Es ist ein galaktischer See, in dem wir schwimmen.